So, servus, grüß euch und habe die Ehre beieinander. Fällt jetzt noch eine Tour, wieder einmal, seid mit dabei, reden wir wen, kann ich sagen, packen wir's, oder? Geht Richtung München. So, Landshut und Umgebung und Richtung München sowieso am besten, ja. So, auf dem Weg Richtung München, Umgebung Landshut. 16 Tonnen Mercedes Artigo voll, aber ein bisschen was dabei. Red Bayerisch, Deutsch, Englisch, Trošku Slowensko und das wird es dann gewesen sein. Guten Morgen zusammen. Wie geht's euch? Ich habe gerade meinen Tag angefangen und jetzt schauen wir mal, was wird noch. Moin, ja, freilich auf Arbeit, logisch. Ah, Robert, was geht bei dir so? Nichts mehr. Ich fahre jetzt Richtung München. Haben wir einen Tag ein bisschen um die Ohren. Schauen wir mal, was ein wenig so passiert. Jeden Tag ist irgendwas los. Vollpfostenmagnet ist eingeschalten. Und schauen wir mal, was wir so ziehen heute. Wenn ich Hochdeutsch sprechen soll, dann müsst ihr sagen,
Zwecks einem besseren Verständnis vielleicht. Obwohl das hört sich bei mir recht schmal an. Ja, danke. Schauen wir mal, was wird heute. Ja. Bei Treuchlingen, weil ich überhaupt keinen Plan nicht, wo das ist. Weißenburg. Aha. Immer noch nicht. Aber Weißenburg habe ich schon mal gehört. Ah, du verstehst mich, ja, das passt doch. Wenigstens selbst. Wenn ich schon so blöd bin, aber Weißenburg, ich habe schon mal gehört, gelesen auch, glaube ich. Aber Weltenburg kenne ich, gibt es ein gutes Bier. Aber Weißenburg, voll irgendwie voll aus meinem Raster. Nur mit schauen wir, oder? Von Nürnberg, ja, Schwab praktisch, oder wie? Au, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich wieder voll eingemuckt. Dankeschön. Nürnberg Richtung 45 Kilometer, entweder Schwab oder Franken. Ne? Fränkisch. Franken, jawohl. Das ist auch ein guter Freund von mir, wohnt auch in, was ist das, Mittelfranken, glaube ich, bei Ansbach. Ist der daheim. So, was ist jetzt das da, Viehchtransporter oder was? Weiß gar nicht, so stinkt. Gut, dass es keinen Geruchsstream nicht gibt, weil da hat es jetzt wahrscheinlich Zehennägel überfallen. Oberfaulen. Ich fahr zu. Ich bin Berufskraftfahrer im Nahverteilerverkehr, wobei Nahverteilerverkehr relativ ist. Ich habe am Tag so zwischen 250 und 480 Kilometer ungefähr. Ja, sag einmal, was hat der Klon, der stinkt da wie der Sau. Boah. Der feine Finger oder was? Bio ist es nicht, was so stinkt, ey. Krass. Mal schauen, dass der weiterkommt da vorne. Sonst speibe ich einer da. Boah. Ist das schlimm? Oh, der Botrix hat auch seine Funktion aufgenommen. Das ist der Vollpfosten Abwehrmechanismus. Funktioniert nur leider nicht oft. Also was ich arbeite, ja, LKW 16 Tonnen, Mercedes Atego, Gastronomie, Edeka, Altenheime beliefern mit Futter, Fressi. Also im Prinzip habe ich alles dabei, was du so an Tante-Emma-Laden kaufen kannst. Vom Pariser Klopapier bis zum, weiß ich nicht, Reicherkäse, Schweinswürstel, Schweiners, Surbraten, keine Ahnung. Egal, was es da so gibt, haben wir mir dabei. So. Jetzt werden wir tatsächlich, weil du sagst Franken, dann kennst du das eh. Jetzt werden wir tatsächlich am vakuumierten Beidel saure Zipfing gesehen. Was soll jetzt da dazu sagen noch groß, gell? Vakuumiert zum Aufwärmen.
Das mag was Feins sein. Legst du mir am Arsch. Sachen gibt's, oder Spaghetti Bolognese einvakuumiert, püriert, kannst dann mit Strohhalm mal wirkeln. Es gibt schon echt viel. Sachen, die möchtest du gar nicht essen. Das, wenn du anschauen musst, schaut schon aus, als hätte einer ein Beitel eingeschmissen, wo er vorher eingesperrt hat. Oder so. Nein, wirklich. Muss nicht sein. Grüezi, servus. Mein Leck, was hat er wieder geschrieben? Es kann gerade Zipfel. Freund, ja. Nein, aber echt, das wenn du sechst oft einmal, das ist schon wieder so arg scheiße klar geschrieben, wer soll denn das lesen können, das sagen wir mal. Ekelhaft, ja, genau. So, der erste war der, so ein Partyservice. Ich krieg wenigstens was Gescheites, zumindest die meiste Zeit. Jetzt fahre ich zuerst einmal Richtung Landshut, dann einmal so ein Nest mit Partyservice und dann muss ich Landshut Bahnhof, meine brauchen was zum Saufen, damit Sandler wieder ein wenig was einkaufen können, muss es in der Pedel haben. Und dann fahren wir Richtung München, München Flughafen ist auch mit dabei halt. Schon wieder. Und ja, dann geht es ein wenig weiter umeinander. Jetzt die letzte Zeit habe ich nicht streamen können, weil City Tour, da steige ich jetzt gefühlt die 300 Mal aus. Da habe ich einen Stuntstream, da in Norddeutschland rufen wir, einen Stuntstream. Und ja, da ist halt weniger schön zum Zuschauen. Heute muss ich, wie oft muss ich denn? Heute ich muss glaube ich 10 Mal oder, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Mal aussteigen und 11 Mal wieder einsteigen. Das geht für einen Stream. Ja genau, die übliche Tour. Ich hätte mal so gern am Bayerischen Waldzug, so gern. So Abergebiet oder Beaumoors, wenn der Schnee ist. Aber irgendwie, ich fahre da nicht ein und der Schnee ist auch noch nicht da, deswegen fahre ich auch nicht ein. Meistens, wenn es einen Haufen Schnee hat, da muss viel Walz in den Wald rein, weil sie keiner mehr fahren drauf. Aber fällt heuer irgendwie aus, weil, keine Ahnung, schneiden tut es in Afrika, aber bei uns schneit es nicht. Das verschiebt sich jetzt. Ich komme umeinander, ja, freilich. Eigentlich, ich sage jetzt mal Niederbayern, Oberpfalz, Oberbayern, Österreich, also was ist das? Oberösterreich. Ja, so viermal Schnauze müsste jetzt das gewesen sein. Das Gebiet ist schon relativ groß eigentlich. Früher haben wir tatsächlich Richtung Nürnberg angefahren, aber das hat sich dann erledigt, weil da haben wir zu lange gebraucht. Da ist der Lastwagen mit 3 Kunden losgefahren. Ja, mit dem Lastwagen auf Nürnberg 3,5, 4 Stunden fast. Ausladen und wieder heimfahren und das war dann zu blöd. Ja, der Mastermind ist auch da. So, der wird ja mal weg Gas geben vielleicht. Freile, danke dir, Abo, Like, was du, alle gern, gell? Ein bisschen Support schon nicht. Muss ich sagen. Schau mal wieder vorbei, wenn es Zeit hast. Muss ich das Stanzel singen vielleicht noch ein wenig üben, weil dann kann ich ein wenig singen, weil ein Radio darf ich nicht einschalten, weil es mir dann wieder eine auf Sacken haben, nichts dagegen machen. Kann ich jetzt mal wieder spielen, dann kann ich den Tag und Nacht drüber aufregen.
Selbst was im Radio kommt, da brauche ich gar GEMA verlangen. Es wird ja sowieso öffentlich ausgestrahlt. Da war es auch wurscht, wenn ich den Schmarrn dann weitersende sozusagen, was da so kommt im Radio. Aber nein, darfst du nicht. Dass das auch Werbung ist für die verschiedenen Leute oder Songs. Nein. So weit denkt keiner. Aber GEMA, ja. Ein Freund und Helfer. So, BMW. Jeremy, moin! Ah, nicht Jeremy. Oh, Jeremy. Es ist so klar schlimm, dass ich es nicht gescheit sehe. Wenn ich auf der Landstraße bin, sehe ich sowieso nichts mehr. Auf der Autobahn geht's. Alles gut bei dir? Ich hoffe, ich habe jetzt das wirklich gelesen. Ich glaube schon. Annersdorf West. Nächste Ausfahrt Hengersberg. Schmarrn, Annersdorf. Hengersberg in die andere Richtung. Grüezi, haut rein, Dankeschön. Das ist ein Traum. Gefällt mir. Der Kaffee, der hat 4-5 Liter. Nein, stimmt. Kriege 2 Becher. Bayerwald, nein, was ist das für eine Tankstelle? Donautal-Tankstelle. Da kostet er, jetzt muss ich lügen, ich glaube entweder 0,2, ich glaube 0,3er Kaffee hat die mittlerweile bei 5,60 €. Muss ich mir vorstellen. Haut's da dann schon weg. 5,60 € für einen Kaffee. Ist zwar vom Dahlmeier, aber das rechtfertigt den Preis noch wirklich auch nicht. Aber Grüezi, müsst ihr das eh wissen, bist bestimmt schon mal gestanden. 94. Dann habe ich einen großen erwischt gehabt. 5,60 € habe ich gezahlt. Die Fälle, jetzt mir bald der Schlag drauf. Schmatzen kann ich auch schon nicht mehr gescheit. Kaffee und Flucken. Ja, genau, so weit bin ich auch schon. Ja, Kaffee brauchen wir nicht mitnehmen. Bei uns in der Firma tatsächlich ist alles frei. Der Kaffee frei, das Wasser frei. Das Einzige, was du zahlen musst, sind die kleinen Snacks, Sandwich-Zeug und so Mist. Aber es gibt so Mega, also da kostet so ein Dreieck, der Sandwich in einem Beutel drin, also muss halt auch in der Apotheke, wollte ich sagen. In der Tankstelle gibt, ist bei uns so 2 € teuer ungefähr. Musst woanders dann auch 5 fast, so ist es. Also vom Essen her fehlt sich nichts. Vom Trinken auch nicht. Ich bin auch schon dazu übergegangen, dass man tatsächlich einen Rucksack mitnimmt, was ich früher überhaupt nicht eingesehen habe. Aber die Tankstellenpreise, da wo ich halt hinkomme und hinfahren kann mit dem LKW, sind schon enorm. Kotzen, Speim, super. Da habe ich mir gewusst, wo ich jetzt erst in die Schießlei halten soll. Aber so schlecht gegangen, 3 Tage, auf den Schlag gehen wir, zack, wieder fortgewesen. Da fragt man sich auch, was das gewesen ist.
Okay, muss man merken. Von Espit. Da hat es einmal die Brandwürfe gegeben, oder? Die Anzündwürfe von Espit. Da habe ich meine Dampfmaschine früher angeheizt mit den Espit-Würfeln. Da kann ich wissen, dass die Thermos gar nicht haben. Die haben nur gestungen, da hat mir meine Mutter über zusammengeschissen. Ein brutaler. Jetzt hat er das Scheißding schon wieder laufen, das stinkt da so. Ja, was auch nicht, ich hab's Fenster eingekippt gehabt. Das hat sich dann aber auch irgendwann erledigt, weil irgendwann habe ich dann die, wie heißt das, die Teppich, Fliesenteppich oder wie man das sagt. Also, ja, Fliesenteppich glaube ich ist das. Da habe ich mal abgefackelt, da ein Loch reinbrennt, weil ich meine, ich steuere einmal das, ja, das Behältnis von den Espitwürfeln mal kurz auf Seiten, weil ich das Haus putzen wollte. Dabei war das noch heiß und da hat ein Loch in den Teppich reinbrennt. Ui ja, das ist geschrien, das habe ich heute noch im Kopf. Ja, ich muss mir das einmal anschauen. Ich habe es echt nicht gewusst, dass die Firma gibt es ja schon, weiß ich nicht. Ich bin 50, da wird es bestimmt schon 40 Jahre geben, wenn nicht noch länger. Wenn die nichts Gescheites hätten, dann weiß ich es eh nicht, aber Fortschritt durch Stillstand, weißt du das eh. Das gleiche wie beim Mustang. Nichts elektronisch, 8 Liter, nein, 6 Liter Hubraum, passt. 5,2 Liter Maniora. Wenn es was taugt, darf es auch gerne ein wenig was kosten. So, jetzt soll ich nicht aufpassen, da bin ich jetzt schon vorbeigesegelt. Alle naja, 5,2 genau. Oder ein Spätzl von mir hat sich einen gekauft, so als Hobbyauto. Also Anschaffungspreis muss ich sagen, ist da gar nicht so viel teuer gewesen. Also relativ gesehen, ja. Muss ich auch sagen. Aber 5,2 Liter auf der Autobahn, der sauft schon aus. In Olden bin ich einmal gefahren über den Jochen Schweizer, habe ich was geschenkt gekriegt. So ein Erlebnis, da haben wir einen Olden von 1960. Der Cabrio. Das ist nur ein Auto gewesen. Nein, ist mir schon bald ein wenig zurück. Sandros! Freilich, allweil. Guten Morgen. Allweil vorsichtig, logisch. Bülsting bin ich, ganz gut. Aber gerade noch 2 Abfahrten, dann muss ich schon wieder aussehen. Xantaros heißt das, jetzt habe ich es gelesen. Nicht Xantros, Xantaros. Ich tue mich mal gleich entschuldigen, wenn ich den Nicknamen nicht gescheit lesen kann, aber die haben so brutal, also wenn es grau hinterlegt sind, sehe ich es fast nicht. 600 Euro? Nein, so teuer war das nicht. Aber übers Wochenende war es lang. Das war auf einen Tag, glaube ich. Wo der Kilometerbegrenzung geht bei Nürnberg weg, in der Nacht von Nürnberg. Nein, jetzt warte mal, nicht Nürnberg. Ja, aber auf alle Fälle Frankenland. Wir haben aufgefahren, weil wir zu einem Späßel gefahren sind und dazwischen drin haben wir dann da einmal schnell die Spritztour da gemacht. War eine Kilometerbegrenzung drauf. Wenn es dann teuer wird, ist, wenn du über Kilometer drüber kommst. Das war ein bisschen schade. Aber mittlerweile haben auch so viele da, die das über eBay Kleinanzeigen machen. Gewerblich. Und da ist es nicht so teuer.
Aber beim Jochen Schweizer hast du nicht auch Versicherung für die Insassen und bla, zeigt dabei. Ne? Macht halt dann schon mehr Sinn, in dem, da war mein Kleine oder mein Große erst so, sage jetzt mal 6 Monate alt und ist noch in der Babyschale drin gelegen. Die haben wir dann am Rücksitz aufgeschnallt. Ja. Und der hat es gefallen, meiner Frau war es laut. Aber Baby hat gelacht und hat geschaut. Ja, ein Tag. Mir gefällt das auch recht. Wenn du so einen alten Amikorn ausleitest, das ist ja eh nichts zum Horzen. Das ist ja irgendwas zum Spazierenfahren, zum Cruisen, ja. Wegen Cabrio genießen, wenn es Sommer ist, der wo schön lauwarm ist. Da macht es gut Spaß. Aber 600 € hat es definitiv nicht kostet. Da bin ich da sicher. Ich glaube zwischen 250 und 300 umeinander. Das ist zwar auch noch gut teuer, tanken musst du halt, wenn du hinstellst, wie bei einem normalen Leihauto auch. Aber es war nicht so tragisch, muss ich sagen. Ich habe es eh geschenkt gekriegt, aber ich habe dann nachgeschaut, was das so kostet. Vielleicht ist es jetzt auch wieder teurer geworden, ne? Das kann eh sein. Kann leicht sein. Aber wenn ich da überlege, wir haben vom Hirschvogel, so hat das Auto damals ausgeleitet, das war ein AMG Mercedes. Das hat auch 250 € gekostet, das Ding. Über das ganze Wochenende. Das ist jetzt ganz was anderes wie ein Ami-Auto, aber schön zum Fahren das Teil gewesen. Du heiratst? Aha, mein Beileid. Ja, mei, das muss dann schon wert sein, das ist eh klar. Aber wenn wir uns vor, sag ich mal, vor 1,5 Jahren kennengelernt hätten, da hättest du meinen Ram haben können. Das ist vielleicht zum Heiraten auch ganz cool, wenn du hinten auf der Ladeflächen aufstehst. Jetzt in Deutschland wieder nicht. Naja, aber zum Heiraten kann es vielleicht gehen. Im Sommer heiratst, auf der Ladefläche hinten aufgestellt. Ja, wenn wir einen Spazierfahren, da haben wir so eine Gräbbank, also eine Gartenbank oder Hausbank hinten aufgestellt, wir haben sie aufgenommen. Wir haben spazieren gefahren, haben ein wenig so Blümchen Kranz rundum gemacht. Wir haben es auf alle Fälle geschaut gehabt. Gott sei Dank haben wir nicht weit gefahren, kannst auch nicht schnell fahren, weil sonst bloß hinten oben. Aber war schon gut. Du hast auch mit Kisten, ja, passt. Ich habe nicht gut. Mir ist jetzt teuer geworden. Er hat dann da einmal 25 Liter Diesel durchgehauen. Aber das Benzin darfst du bloß ein Auto eh nicht senken. Ich habe den damals gekauft zum Holzreißen. Aber das hat sich dann irgendwann erledigt gehabt und dann ist mein Herz dran gehängt, aber irgendwann ist mir das Geld ausgegangen. Wir Kinder gekommen sind, habe ich gemerkt, entweder Kind oder Auto. Naja, in dem Fall ist dann das Kind geworden. Und zu meiner Großen eh schon gesagt, du frisst genauso viel wie der Rem Sprit gebraucht hat. Dann hat mich meine Frau wieder angeschissen. Du liebst Ami-Kisten, ich habe geschrieben, ich hab Ami-Kisten, habe ich gelesen. Lieben, ja, freilich. Da bin ich mit dabei. Wie gesagt, Anschaffung von den Italien war überhaupt nicht tragisch. Gibt so gute Internetseiten. Sagen wir, wenn du 30.000 anlegst, dann kriegst du schon einen voll renovierten, weiß ich nicht was. Was haben wir nie mehr angeschaut? Cadillac Eldorado, glaube ich. Der kostet. Ich glaube 50er Baujahr oder 56er Baujahr war das, eben 34.000 kostet. Aber wie gesagt,
Stand gesetzt, total renoviert. Ja. Das Problem ist halt bei mir, ich habe keinen Platz, wo ich hinstelle, weil so ein Auto muss definitiv in der Garage oder in der Schubfahrt oder irgendwas Überdachtes einstellen, dass den nicht kontinuierlich abbringt. Und von mir daheim geht das halt so überhaupt nicht gescheit. Nicht. Beziehungsweise ich habe null Platz, wo ich mit dem Auto überhaupt hinstellen kann. Weil die Stellplatz, was ich habe, da kommst du wieder mit meinem Kombi, was ich jetzt habe, kommst du drum, aber wenn jetzt so ja, mit dem Ram war es überhaupt nicht gegangen. Da habe ich auch eine Garage angemietet gehabt. Die Garage ist gut, das war ein Stall, wo ich reingefahren habe. Und eben Billwerks draußen. Und in der Nacht. So ein Entchendorf heißt es ja. So, links und wegen Mitte. Noch mehr nicht weiter. Teisbacher Moos West. Wo stehst du jetzt du, Mann, momentan? Ja, es ist teuer geworden, das Leiden, ja. Muss ich echt sagen. Ah, du bist daheim heute noch. Also praktisch frei und kannst nicht schlafen. Das passt auch wieder. Jetzt muss ich mir überlegen, weil jetzt Susi habe ich in Urlaub geschickt, jetzt muss ich überlegen, wo ich da runterfahren muss. Ich glaube, bei Fürth. Ja, wird, glaube ich. Achso, du hast den Dienst und du sitzt dann daheim. Ja, so da bloß, gell? Wirst du da irgendwo hinsteigen in einem bestimmten Gebiet und warten, bis ein Einsatz kommt, oder wie? So wie sie das so hört, ist es ja so. So verschiedene Gebiete, wo du dann hinguckst und wartest, bis irgendwas passiert. Naja. Was ist in einem gewissen zeitlichen Radius so? So haben wir das denken können. Der Scheim schon wieder voll zu trinken. Das Blut Salz auf der Straße. Da geht es selber scheinbar so voll. Ich frage mich, für was das salzen. Dass es nicht bis nächstes Jahr aufheben müssen, wahrscheinlich, oder was auch nicht. So, jetzt meine Schachtel hingeschmissen. Da ist. Ja, mein Studio ist jetzt fast soweit fertig, muss ich sagen. Jetzt gehen wir gerade noch meine, was hat das, Schallschutzvorhang, Schallschutz, wie betitelt sich das?
Weiß ich nicht mehr. Es sind auf alle Fälle Vorhang. Die wollen Schall ein bisschen dämmen, weil es alle noch Halt drin. Aber nicht mehr so schlimm, als es schon gewesen ist. Im letzten Video hört man sehr ein bisschen Hallen. Aber ja, vielleicht darf ich auch nicht so schreien beim Aufnehmen. Also, was? Was? Gurke? Alec, was? Kann ich nicht lesen. Ja, die habe ich nicht gekauft, die waren mir tatsächlich zu teuer, Grüezi. Ich habe jetzt das Kronberg genommen, was ich gerade habe. Ein diffuser Bild hat er mir gekauft, das ist auf der anderen Meter, das bringt ganz viel. Das hat ungefähr 1,20 Meter auf 2 Meter, an 4 oder 5 Teile. Also das nimmt einen Schall oder einen Hall brutal weg. Ja. Jetzt müssen wir vielleicht noch so Bass-Trap-Fallen kaufen, aber muss nicht sein. Ich denke, wenn ich den Schal, ich brauche vorhängen, weil ja, zuziehen auf die Nacht, dass man keiner zuschauen kann. Lassen wir nicht so gern zuschauen, zumindest nicht von draußen. Ja, weil Equipment steht auch nur drin, ne? Ist auch teuer, nicht, dass mir einer fällt, der möchte was rausdrücken. Keiner fällt. Das liegt nicht für ein Blech ein. Nicht, dass man einfällt, da was aussieht zum Tragen wollen, so ungefähr. Ein Gurkenwasser. Das kann man verteilen, ja, passt. Aber die Paneelen, muss ich sagen, ja, die werden schon was bringen. Aber für so Paneelplatten, die größte, was ich brauche, kostet eine Paneele um die 100 €. Und das ist mir dann schon zu teuer. Ich komme jetzt gerade nicht mit, was haben sie in der PNP geschrieben? Irgendwas mit dem Gurkenwasser. So, jetzt steht es gerade an. Ich muss echt schauen, dass ich den Chat einmal größer hinbringe, weil das ist echt gar nicht. So, nächste Abfahrt muss ich runter, dann muss ich ein wenig bis auf die Straße schauen, da kann ich wahrscheinlich nichts mehr lesen. Weil sonst fällt noch ein Gramm ein und das braucht es dann auch nicht. So. Nächste Ausfahrt. Wegen Salz, genau, ja, Gurkenwasser. Das habe ich auch schon gehört, gell? Da holen sie tatsächlich von dem vielleicht ums Gurkenwasser und spritzen es das in, das muss genauso wirken. Aber dann stinkt alles nach Essig. Das ist aber schon eine Zeit her, was das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt dann. Für Dingelfing Stahlwart ist bestimmt interessant, die brauchen nicht weit fahren, weil die vielleicht sowieso in der Stadt ist bei einer, wenn sie da das Gurkenwasser holen. Warum nicht? Das ist auf alle Fälle umweltschonend. Glaube ich einmal.
Aber wenn du dann rausgehst im Winter und stinkt alles nach Gurken, weiß auch nicht, gell? Heute riecht es wieder nach Gurken, aber ich glaube, es ist glatt. Wenn die Gurke nach Essig stinkt, hast du was falsch gemacht. So, einmal Kreisverkehr drumherum. Ja. Oh, da ist tatsächlich glatt. Habe ich gesagt. Finster wie ein Bärenarsch, das ist Wahnsinn. Es ist da dunkel. Ah, Mann, Mädel. Ja, jetzt wenn ich links umschaue, sage ich, ohu, beleuchtet ist noch. Wir brauchen ein Windkraftwerk, damit das Atomkraftwerk beleuchten können, dass kein Flieger nicht dran duscht. Was soll ich dazu sagen? So. Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Na, dann müssen wir noch ein Heisel weiter. Ja, freilich. Ich sag gar nichts. Da, Wahlplakat, eingehangen. Schiebt man 30 Kubikmeter bei dem Wald ein. Passt, haben wir eh noch so viel. Oh mein. 30.000 Kubikmeter, so muss ich sagen, nicht 30 Kubikmeter, 30.000 Kubikmeter. Wobei man das auch nicht viel sagen kann, das ist ganz schön viel. So, wo haben wir denn jetzt da? Jetzt dürfen wir da schon stark einmal ankommen. Spät ist es. Irgendwie. Schon wieder. Jetzt sind wir richtig. Ja, wenn du morgen schaust, ist schon 0,1 weniger. Ich will gut schauen, dass ich dir wieder da nicht zusammenfahre.
Weil da ist echt dunkel. Da. Ah. So. Jetzt gehe ich mal geschwind was arbeiten. So, wo haben wir denn jetzt da? Tadam, 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 tadam. Einen schönen guten Morgen. So, blum. So, mal Partybällchen. Ui. Partybällchen. Hm? Ah. Fünf Uhr hat er gesagt. So. Muss ich mal schnell einen ausladen, dann fahren wir wieder ein Stückchen weiter. Ja, wir hören uns, freilich. Und ich lade schnell aus, dauert 5 Minuten ungefähr, dann bin ich wieder da.
So, jetzt haben wir wieder soweit, jetzt gehen wir wieder weiter durch. Jetzt fetzt, hat er gesagt. Auf zum nächsten. So, jetzt fahren wir Richtung Landshut. Die Scheibe ist der Patz, das wird nicht nicht aus. Sehen du ja nichts, weil Stunden mal finster ist. So, auf dem Weg nach Landshut. Schauen wir, ob wir den Weg finden. Na, dann probieren wir mal die neue B15N aus. Haben es lange nur gebaut.
probieren wir es gleich einmal, ob es was geworden ist. Schau, da haben sie ja einen Weg freigesprengt. Da haben wir uns ganz so lang dauert. Ja, das Ding ist schon eine feine Sache. Da geht es jetzt definitiv schneller als wir zuerst. Und mit der Autobahn und dann geht es glaube ich, wieder Innenstadt Landshut. So, nächste Ausfahrt Essenbach. Dann fahren wir ein bisschen auf Landshut rein. Dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Bei Livestream, ich muss zwischendurch mal wieder was ausladen. Da habe ich zwischen 5 und 10 Minuten. Was schon ist ein blöd, aber es ist nicht anders zu machen. Weil ich kein Fährfahrer nicht bin. Und ja. Dafür sieht man mehr von der Landstraße und nicht nur eine Autobahn. Jetzt momentan ist es zwar Autobahn. Aber wenn die Sonne aufgeht, haben wir eine feierte Landstraße unterwegs sein. Aber ich sage so, wenn ich auslaufen muss, bin ich bei 15 Minuten weg. Sieht man dann ein leeres Führerhaus von mir. Entweder warten oder später noch mal reinschauen, weil es wird einfach nicht anders machen kann. Aber ich tue mit mir, dass ich schnell fertig werde. Jetzt haben wir einen in Landshut und dann fahren wir Richtung Freising. Freising war dann der übernächste. Und von Freising geht es auf Garching und von Garching geht es dann am Flughafen auf Eching. So haben wir die grobe Richtung. So, jetzt haben wir mal ein wenig in City. Ja, und glatt ist sauer, hat er gesagt. Ja, du ein wenig aufpassen. Da. Und da noch kein Gurkenwasser nicht gesalzen.
Haben Sie nicht in der Zeitung geschrieben, dass anstatt Salz jetzt ein Gurkenwasser hernehmen möchten? Das haben wir vorhin schon gerade durchdiskutiert. Aber ich weiß auch nicht, aber wenn es dann gestimmt hat und ich gehe raus, es schmeckt nach Gurken, dann weißt du halt, jetzt ist es glatt. Das ist auch blöd, oder? Es liegt ja da noch Essig über die Sau. Weiß auch nicht. Aber es war halt schon biologisch, gell? Es tut nichts. Es ist keine Belastung nicht. Und hilft genauso viel wie Salz. Ressourcen sparen. Vor allem die holen sich das Gurkenwasser vom Tiefelein, das ist Abfallwasser. Das wo sowieso da war, das wo nochmal weggeschickt wird. Wenn man mit dem dann die Straßen wieder hinbringt, dass sie nicht glatt sind, das ist auch keine schlechte Idee. Aber ich denke halt, das stimmt jetzt auch. Ich weiß auch nicht. Kann man das nicht gut so vorstellen. Also, wenn es da Gurkenwasser strahlt anstatt ein Salz, das muss er riechen. Ne? Stellst du dir vor, du bist in Dingolfing, der holt vom Tiefelein das Gurkenwasser und dann strahlt einmal die ganze Innenstadt aus. Ah, das Geschmack, ich weiß nicht. Kann man jetzt aber nicht schnell. Vielleicht ist es so stark verdünnt, dass man es nicht mehr riecht. Aber ich glaube es nicht. Das erzähle ich kein Schmäh nicht. Wir sind in der BNP, in der Passau in Presse gestanden, dass das vorhätten. Das ist zwar schon ein Jahr her. Und seitdem haben wir auch keinen Schnee mehr gehabt, aber glatt wird es immer wieder. Ich darf da mal ein wenig bremsen, gell? Nicht auf der Autobahn. So. Jetzt fahren wir dann ein wenig in die City. Habe ich auch eine Kundschaft. Und jetzt 10 Minuten dauern, bis ich wieder da bin. Aber derweil geht es jetzt noch recht schön hier. Jetzt sind wir da im Zubringer. Ich muss auch auf Landshut einstauchen. Aber um die Uhrzeit, glaube ich, weiß ich noch nichts. Es zeigt sich, ich denke mir so wieder, das zeigt sich da auf Landshut wie ein Zaun. Du fährst von der Autobahn runter, bist eigentlich schon in der Stadt und dann fährst du die Schnellstraße so weit rein. Was kostet der Diesel? 1,61. Ja. Betroffenheit erzeugt. 1,62 kostet auf der anderen Seite. Eine zu ist leidiger wie außen zu. Und auf der Autobahn kostet er dann 1,95 der Diesel oder so. Ist schon teuer, wenn der spricht. So, dann Wischiwaschi machen, weil es schon wieder so gekratzt hat. So, B15, genau. Und schon bist du in Landshut, ist ja nicht klar.
So, der Lads, jetzt haben wir es dann gleich. Dann muss ich aussteigen. Ja, ich sage mal, dauert 5 Minuten wahrscheinlich. Dann bin ich wieder da, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber nicht voll. War da mal bald der Vogel, der Teufel, mir ist eh nicht klar. Gott sei Dank rot. So viel Geld ist die Anlieferung frei, dass ich da gleich zurückfahren kann. Ich spät ist, 5:30. Ja, kann sich gut ausgehen, glaube ich. So. Ich nehme jetzt einen Elektroroller. Ich frage mal, der ist so deppert, glaubst du es nicht auch? Die fahren mal hinter einen Lastwagen hinter, oder? Das haben wir aber eh schon gedacht. Und da habe ich reingefriemelt. Das hängt da überhaupt nichts. So, da. Meine Freunde, jetzt bin ich dann schnell mal unterwegs, so 5 Minuten umeinander. Genau. Schmeiße ihm das Zeug aus und dann fahren wir wieder weiter. Dann fahren wir ein wenig weiter, dann fahren wir auf Freising als nächsten. So, das brauche ich auch noch. So, wie gesagt, 5 Minuten bin ich wieder da. Schlechten Dritten, ne?
So. Kaffee gerückt. Titel gemacht. Tür zu. Und jetzt frei mein Susi. Bin gleich wieder für euch da. Jetzt muss ich gerade Susi einschalten. So, jetzt sind wir wieder ein wenig weiter. Wenn ich meinen Schlüssel noch finden darf, war das super. Jetzt fahren wir da an, so 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Nein, 20 Minuten. Oh mein Gott. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf der Eckstraße. So, nächste Haltestelle wäre dann Freising. Haben wir jetzt ungefähr 20 Minuten Fahrzeit. So, haben wir einen Kaffee trinken und Prost miteinander. Im Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. So, morgens 10 vor 6 in der Früh, alle beim Frühstücken, vielleicht willst du die TV einschalten, zuschauen, ein wenig unterhalten. Bevor man dann in die Arbeit fährt, vielleicht auch relativ entspannend die ganze Gaudi. So, auf dem Weg nach Freising mit der Susi. Die Susi ist jetzt auch an Bord. Oh ja. Wenn das Stream zwischendrin einmal abbricht oder ja, nicht so funktioniert, wie das soll, das liegt das liegt an der Übertragung von dem Ganzen. Ja. Nach 500 und wenn Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Theodor-Heuss-Straße bleiben. Wenn ich mit der Susi was ausmachen muss, die nächste Adresse eingeben sozusagen, dann bricht er auch ab. Ja. Oder das Telefon schäbert, dann bricht er auch ab.
Einfach dranbleiben, es dauert oft nicht lang. Ja. So, wenn 1, 2 Minuten vielleicht, dann bin ich wieder am Motor. So, LA Gewerbepark. Landshutpark. Nach 500 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Theodor-Heuss-Straße bleiben. Wir haben es auch mal hier gestanzt. Das war nicht schlecht. Gute Idee. Da kriegst du alles raus. Müller, Saturn, alles vertreten, Mr. und Lady. C&A. Tahila oder wie das heißt. Wo ist dabei? So, wir suchen uns jetzt die Autobahn. Und dann fahren wir Richtung Freising. Schon mal beim Freising im Dom gewesen. Das Ding ist sehenswert, gell? Da haben wir ja so gesagt nebenbei. Nach 500 Metern im Kreisverkehr geradeaus fahren. Heili, Mama. Und mit den Kreisverkehren haben sie es dabei auch gehabt, alle noch einen anderen Bau nicht. Wahnsinn. Schon der dritte. Innerhalb von einem Kilometer. Da kriegst du einen Traum. So. Ich glaube, wir haben eine Autobahn gefunden, ja. Fahren wir jetzt Richtung München. Und bei Freising schauen wir mal nach, Nach was los 500 ist. Metern leicht rechts abbiegen auf A92 nach München. Genau. Susi kennt sie aus. Leicht rechts abbiegen zur Auffahrt A92, dann auf A92 fahren. Dem Straßenverlauf von A92 noch 32 Kilometer folgen. So, 32 Kilometer Autobahn. Und da fahren wir wieder ein wenig spazieren. Sind wir dann in Freising. Von Freising aus geht es dann weiter auf Garching. In die Technische Hochschule.
Ah, schon wieder gescheit, aber es unglaublich. Das depperte Salz, das hackst du alles auf. Das Auto über den Träger und das ist der Wahnsinn. So, ein bisschen nebenbei Kaffee trinken. Entspannen. War jetzt das Auto nochmal fahren, super. Wenn ich gerade noch auf der Autobahn rauffahren müsste, ja, einschalten, einen Autopiloten und dahin geht's bis zur nächsten Abfahrt. Wo du dann wieder runter musst, da brauchst du dich nicht mehr konzentrieren. Er läuft davon ein Ohr dahin. Aber das ist schon eine feine Sache. Ich bin gespannt, ob das irgendwann einmal kommt. Was meinst du nicht dazu? Kommt das einmal oder wird das eher nichts? So, auf dem Weg nach Freising. Schauen wir mal. Na, es war eh nicht schlecht, wenn man da jetzt halt einfach fahren, einen Autopiloten einschaltet und dann die Autobahn mehr oder weniger von allein bewältigt wurde. Also, ich war ja stark dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ohne Fahrer wird einschalten, gut so geregelt wird, passiert wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ich fand es gut, glaube ich. Ja, doch. Ob es halt machbar ist, theoretisch denke ich schon, weil die Technik wäre ja da, ne? Aber wenn du halt gar nichts mehr tun musst, ist die Gefahr auch hoch, dass du einpennst. Glaube ich einmal.
Der schneit wieder einer, du. Ja, guten Morgen beieinander, geht's euch gut, ja? Ich bin gerade auf dem Weg auf Freising. Wolfsburger Au. Wow. Ah, jetzt soll ich frisch drauf tun. Ah, Mann, oh Mann.
Bei der nächsten Abfahrt würde es in die Therme Erding gehen. Das ist eigentlich die größte Therme in Niederbayern, sprich in Oberbayern oder in ganz Bayern, würde ich sagen. Ja. Die ist ganz gut gemacht, aber kostet das auch Geld. Mit Wellenbad und Saunen und Kino und weiß der Teufel was Neues. Was macht ihr da? Slalom fahren oder was? So ein Kaffee am Morgen ist schon nicht schlecht. Und ein Geschenk, das ist ja gleich noch verbessert.
Nach 3 Kilometern, bei Ausfahrt 7, Freising Mitte Richtung Halbergmoos, B301 fahren. Nach 500 Metern, links abbiegen. Links biegen. So. Und wegen der Freising Mitte eine. Nach 600 Metern, rechts abbiegen auf Münchner Straße. Rechts abbiegen auf Münchner Straße. Dem Straßenverlauf von Münchner Straße 1,5 Kilometer folgen. Metern, rechts abbiegen auf. Hey Thorsten, guten Morgen. Alles gut bei dir, ja? Wie geht's denn dein Haxal? Wunderbar. So, hey, was geht denn da? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite.
So, jetzt muss ich mal kurz ausladen. Und dann wir wieder weiter, hat er gesagt, gell? So, bin ich wieder da. Und dann wir weiter. Jetzt fahren wir Richtung Garching. Jetzt muss ich nicht
So, auf den Weg nach Garching.
bleibt drin. Ja, bist du des Wahnsinns, fette Beute, ist so ein Arschgeige. So ein Blödmann. Wahnsinn, na. Kriegst du einen Vogel.
Nach 100 Metern links abbiegen auf Lichtenbergstraße. Mittlingen auf Lichtenbergstraße. Nach 100 Metern links abbiegen auf Boltzmannstraße. Links abbiegen auf Boltzmannstraße, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.
So, wieder da. Juhu. Wo muss ich denn hin? Ui, Navi programmieren, bin ich gleich wieder da. Aufbahnstraße nach Süden starten. Nach 150 Metern rechts abbiegen auf Lichtenbergstraße. Rechts abbiegen auf Lichtenbergstraße. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Freisinger Landstraße. So, nächster Stopp, Flughafen München. Yippie, mein Lieblingskunde. Rechts abbiegen auf Freisinger Landstraße. Ich schreibe mir Udo hier auf. Wahnsinn. Dem Verlauf 8 Kilometer folgen. So, Fahrzeit haben wir ungefähr eine Viertelstunde. Dann sind wir am Flughafen. Ja, langsam geht die Sonne auf, dann sieht man auch ein wenig etwas. Ich bin wieder fasziniert.
Gott sei Dank schon wieder rot. Oh meine Fresse. Nach 100 Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A92 Richtung Deggendorf, Flughafen München, Franz-Josef-Strauß zu nehmen. Den Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A92 zu nehmen. Dem Verlauf von A92 noch 2 Kilometer folgen.
Timo, Fralli, geradeaus abbiegen, Mama. Die Susi, die hat aber das Mai oft, ja. Nach 600 Metern am Autobahnkreuz 6 Dreieck einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern Richtung Hallbergmoos, Flughafen München, Franz Josef Strauß zu folgen. Am Ankreuz 6 Dreieck einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern Richtung Hallbergmoos zu folgen. Dem Streckenverlauf 1 Kilometer folgen. Nach 600 Metern links halten. Linken. Nach 600 Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf Flughafen Südring weiterzufahren. Den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf Flughafen Südring weiterzufahren. Dem Verlauf von Flughafen Südring 1 Kilometer folgen. Nach 500 Metern den mittleren Fahrstreifen benutzen, um die Ausfahrt Richtung München Airport Center zu nehmen.
Den mittleren Fahrstreifen benutzen, um die Ausfahrt Richtung München Airport Center zu nehmen, dann links halten. Linken. Nach 600 Metern erreichst du das Ziel. Du hast das Ziel erreicht. Na Susi, noch nicht wirklich. Unter mir, ja. Aber jetzt muss ich erst einmal da runterkommen.
So. Und da weiter geht's.
So, nächste hier, selbe Dame. In die Katakomben. Oh. Hol ich mir wieder Gras, oder gesagt. So. Jugend, das hat sich rentiert.
So, Navi programmieren. Auf dieser Route werden Straßensperren auf Hausener Straße umfahren. Du befindest dich auf der schnellsten Route. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 7:53 Uhr. Nach 150 Metern links abbiegen. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Richtung Terminalstraße Mitte abbiegen, dann rechts abbiegen auf Terminalstraße Mitte. Rechts abbiegen auf Terminalstraße Mitte, dann den mittleren Fahrstreifen benutzen, um halb links abzubiegen. Den mittleren Fahrstreifen benutzen, um halb links abzubiegen, dann einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung Tankstelle zu nehmen. Einen bei rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung Tankstelle zu nehmen, dann auf Flughafen Nordring fahren.
Nach 600 Metern leicht rechts abbiegen auf die Auffahrt nach A92 Deggendorf. Leicht rechts abbiegen auf die Auffahrt nach A92, dann links abbiegen auf B301. Links biegen auf B301. Dem Straßenverlauf von B301 noch 2 Kilometer folgen. Ja, so gut, es lebt noch. Nach 500 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Ludwigstraße. Nach 200 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Ludwigstraße bleiben. Nach 800 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt, Alte Ludwigstraße, Schweigerstraße, Wien.
Nach 500 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Schweigerstraße, Scheppermannstraße fahren. So komplett andere Richtung rundum fahren müssen, weil die blöde Straße gesperrt ist. Normal dauert es 5 Minuten, aber jetzt fast eine Viertelstunde spazieren, das ist unglaublich. Und deswegen 2 Backerl Kaminwurzeln da in der Schwede. Das spült immer noch das billig. Gibt's ja gar nicht. Aber alles rentiert sich irgendwie. Kaminwurz, 10 Backerl, 10 Kilo. Ja, 10 Kilo passt. Mit 10 Kilo kann man schon 4 Stunden rundum fahren.
Nach 600 Metern links abbiegen auf Freisinger Straße. Links abbiegen auf Freisinger Straße. Ja, genau. Und kaum stehe ich da, kommen sie schon wieder daher. Unglaublich. Wenn die ganze Zeit nichts kommt, Hauptsache wenn ich da stehe, dann kommen sie daher. Unglaublich. So, Nach 300 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Lohstraße nehmen. ich hoffe, dass wir es jetzt dann einmal haben. Ah, das wird Straße gespielt. Aha. Super. Ganz eine tolle Idee und da dann nichts. Nach 500 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen, um auf Lohstraße zu bleiben. Nach 100 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Ja, Zeit wird's eh. So, wo da rundum? Lufthansa, Cityline. Aha. Und wo müssen wir hin? Das findet sich auf der linken Seite. Wo schaut's gut aus? Den nehmen wir mit. Zentrallager. Schaut absolut gut aus. So. Jetzt dauern wir das Wandel mit den 10 Kilo Kaminwurzel aussehen. Dann geht es eh gleich wieder weiter. So, was haben wir jetzt da? Der Zettel. Auf die. Da haben wir so schöne Kisten.
Navi. Navi. So, Auf dieser Route werden Straßensperrungen auf Freisinger Straße umfahren. schon Du wieder. befindest dich auf der schnellsten Route. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 8:23 Uhr. Ah, wunderbar. Rechts abbiegen auf Lohstraße. So, halbe Stunde Fahrzeit bis zum nächsten. So wie das ausschaut, weil ich Nach wieder 300 dieselbe Strecke Metern im umfahre. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf Lohstraße zu bleiben. Rentiert sich ja voll, muss ich sagen. Aber ich will nicht zahlt zum Dinger, in dem Fall will ich zahlt zum Fahren und das machen wir dann. Na, Nach 500 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Freisinger Straße nehmen. Nach 300 Metern leicht links abbiegen, um auf Freisinger Straße zu bleiben. Leicht links abbiegen, um auf Freisinger Straße zu bleiben. Dem Verlauf 4 Kilometer folgen.
Oh, jetzt fängt er zum Ringen auf. Und der Bus. Nach 100 Metern, geradeaus. Nach 400 Metern, links abbiegen auf Siegwolfstraße. Ja, dich interessieren wir jetzt dort um rumfahren. Siegwolfstraße. Ja. Jetzt irgendwie passen. Aber Links biegen auf Siegwolfstraße. kennen du jetzt die Strecke nicht? Na, bin ja gespannt. Ah, wie. Oh, ist wieder sauber erwischt. Nee, weiter, schön dumm, wenn es geht, halt noch. Nein, will das Dino fahren, mein Gott. Nein. Dem Streckenverlauf 6 Kilometer folgen.
So, ich suche mir gerade eine Strecke oder einen Weg nach Wartenberg. Ich habe einen Plan, was wir da auf mich zukommen wollen oder nicht. Scheint mir eine Tankstelle zu sein. Also eine Viertelstunde zum Fahren bis Ludwig und Meierwald. Das ist wieder der letzte Pampa irgendwie, mir das gefällt. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Rechts liegen. Dem Streckenverlauf 4 Kilometer folgen.
Gott sei Dank, jetzt regnet es wieder. Das brauchen wir unbedingt. Da liege ich in der Straße, da legst du mich nicht. Nach 300 Metern links abbiegen auf Erdinger Straße. Links abbiegen auf Erdinger Straße. Gut, da soll ich da reinbiegen. Mein Gott, nein. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Wartenberger Straße. Ah, können wir das auch schon näher oder so? Wartenberg brauchen wir ja. Rechts abbiegen auf Wartenberger Straße. Im Streckenverlauf 5 Kilometer folgen.
Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Tenner Straße. Rechts abbiegen auf Tenner Straße. Nach 100 Metern geradeaus auf Marktplatz. Ach, das ist der da. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich Geradeaus auf Marktplatz. Dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Ja, genau, ich bin's da, aber Marktplatz vorher nicht. Aber die Tankstelle von mir, das passt dann. Oh Mann! Ach, die hat aber auch am falschen Tag. Dass die heute dabei ist. Und in seinem Auto parkt da dermaßen beschissen da vorne, dass ich da gar nicht um Kurven umgekommen. Ah. Dann fahren wir 3 Meter so rein. Und den schönen Weg da. So. Nach 400 Metern geradeaus auf Erdinger Straße. Schnauze. So. 1, 2.
Auf Strobenstraße nach Nordwesten Richtung Marktplatz starten. So, jetzt haben wir wieder bei der Musik. Jetzt fahren wir auf Iching. Dauert 20 Minuten. Nach 400 Metern im Kreisverkehr geradeaus fahren. So, machen wir eine kurze Pinkelpause. Weilst du? So, jetzt war's. Weiter geht's.
Nach 600 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt B11 nehmen.
Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Asterstraße, Fahrstraße. Rechts biegen auf Asterstraße, Fahrstraße, dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen, dann geradeaus. Geradeaus. Nach 100 Metern links abbiegen auf Fahrstraße. Links biegen auf Fahrstraße. Nach 400 Metern nach links abbiegen, um auf Fahrstraße zu bleiben. Nach links abbiegen, um auf Fahrstraße zu bleiben, dann links abbiegen. Links abbiegen. Dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ah, scheiße, oder? Oh, die Lumgranado. Fix. Ah. Da wir gerade so einen Scheißdreck zusammenbauen. So. Wieder ein bisschen ausladen.